Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Heute komme ich zu einer Frage, die mir so oder ähnlich immer wieder gestellt worden ist. Und da es eine wichtige Frage ist, will ich jetzt doch einmal ausführlicher darauf zurückkommen. Die Frage lautet wie folgt. Hallo Meister Nölke, so werde ich eher selten genannt, aber bitteschön, wie ihr es möchtet. Mich würden deine Beobachtungen und Erfahrungen zu dem Unterschied zwischen Zen-Meistern und Sektenführern interessieren. Wie schmal ist der Grat zwischen der Zermalmung des Egos eines Mönches und des spirituellen Missbrauchs einer Lehrer-Schüler-Beziehung? Diese Frage wurde mir gestellt unter einem Video mit der Nummer 89. In diesem Video geht es genau um dieses Problem. Das Video hat, glaube ich, den Titel "Was ist mit denen, die im Kloster zermalmt werden?" Ne? Also, ich habe mich ja immer wieder dieser Frage zugewendet, braucht man überhaupt einen Meister? Und wenn ja, wie erkennt man einen wahren Meister? Und meine Antwort auf die erste Frage ist ja, ich glaube schon, dass du einen Meister brauchst, denn dein eigenes Ego zu durchschauen und all die Tricks, die dieses Ego spielt, zu durchschauen, ist furchtbar schwierig, während das einer anderen Person in der Regel recht leicht fällt. Ne? Das muss noch nicht mal ein Meister sein. Ne? Es kann der Ehepartner sein, es können die Kinder oder die Eltern sein. Aber wenn das eine Person ist, die auch schon Erfahrung auf diesem Weg hat, dann ist das ungemein hilfreich, beziehungsweise vielleicht sogar notwendig. Ne? Und ich wurde dann auch mehrmals gefragt, und wieso ins Kloster gehen und wieso muss ich da mich mit der Sangha rumärgern, denn das sind ja auch alles nur verirrte Menschen, zum Teil noch verirrter als ich. Ne? Also Meister gerne, da lasse ich mir ab und zu mal einen Tipp geben, ne? Aber das Leben im Kloster mit den ganzen Chaoten, das erspare ich mir lieber. Und mein Beispiel, meine Metapher, die ich auch früher bei den Artikeln auf der Antaji Homepage, ne, die meisten davon sind auf Englisch, gebraucht habe, war dieser Rock Grinder, also so wie Steine, Felsen, die aufeinander stoßen und da fliegen Funken, aber auf die Weise poliert man sich auch und diese kantigen Steine werden im Lauf dieses Prozesses runder. Ne? Das kann aber auch wehtun. Ne? Vollkommen richtig. Und dann in diesen Videos, die so mit der Nummer 87, 88, 89 beginnen, und das geht dann eine ganze Weile weiter, dann spreche ich auch über die Möglichkeit, dass das Ganze missbraucht wird. Ne? Und das ist auch schon immer wieder vorgekommen, ne? Auch im Buddhismus. Das heißt, ich habe eigentlich auch schon letzten Herbst, ne, Ende des Herbstes, versucht, auf diese Frage einzugehen, aber der Fragesteller nach dem Ansehen eines dieser Videos möchte es jetzt noch genauer wissen. Wie schmal ist der Grat zwischen der Zermalmung des Egos und spirituellem Missbrauch? Und die Frage geht weiter. Im Shobogenso hinterfragt Dogen selbst die Wahrhaftigkeit eines Lehrers, insbesondere in der damaligen Zeit und den folgenden. Ihr kennt das inzwischen, dass ich ab und zu gerne mal eine Gegenfrage stelle, ne? Beziehungsweise dann gerne wissen will, ja, worauf beziehst du dich hier genau? Wo sagt der Dogen das im Shobogenso? Wenn du schon den Dogen hier anführst, ne, um da vielleicht ein bisschen mehr Autorität reinzubringen, dann müsstest du mir idealerweise auch die Stelle nennen, auf die du dich beziehst, dann könnte ich mir auch den Kontext angucken.
Mich erinnert das, also das mit der Wahrhaftigkeit des Lehrers während Dogens Zeit, an eine Stelle nicht im Shobogenso, sondern im Gakudo Yojinchu. Ne? Also das habe ich übersetzt im Futter für Pferd und Esel. Das sind 10 Kapitel, 10 Punkte, auf die bei der Übung des Weges zu achten sind. Und der 5. davon ist, du brauchst einen Meister, einen Lehrer. Ohne Lehrer solltest du am besten gar nicht mit der Praxis beginnen, sagt da der Dogen. Ne? Also auf die Frage, braucht man einen Lehrer, sagt Dogen ganz klar ja. Dann sagt er, aber leider gibt es in Japan noch keine Lehrer. Es gibt zwar seit Jahrhunderten die Sutren, aber es gibt noch keinen authentischen Lehrer. Wenn du auf der Suche nach einem authentischen Lehrer bist, dann, interessanterweise sagt er nicht, dann komm zu mir, sondern dann sagt er, geh nach China. Da musst du nach China gehen. Und als Bedingung für einen wahren Lehrer, da nennt er zum Beispiel, dass dieser Lehrer selbst bei einem wahren Lehrer in der Schule war. Der ist durch die Schule gegangen und was er sagt und was er tut, stimmt miteinander überein. Und abgesehen davon, wie alt er ist, wie er aussieht und so weiter, spielt keine Rolle. Ne? Es muss jemand sein, der diesem Weg sein Leben widmet, der tut, was er sagt und der selbst in der Lehre gewesen ist. Ne? Das ist ein Lehrer und interessanterweise sagt Dogen eben, gibt es in Japan nicht. Ne? Und man würde dann zurückfragen, wie kann das sein? Dogen war doch in China und hatte die Dharma-Übertragung. Warum sagt der Dogen nicht, ich bin der Lehrer? Ne? Wie das so viele von uns im Westen sagen, ne? Ich bin der Meister so und so, ich bin der Roshi so und so. Ne? Und der Dogen sagt, oh, geh mal nach China. Ne? Und im Shobogenso, das Einzige, woran mich die Fragestellung hier so ein bisschen erinnert, ist ein Zitat. Das findet man auch auf Deutsch auf der Antaiji Homepage. Da richtet sich der Uchiyama, also der Meister des Meisters meines Meisters, der ab 3 Generationen vor mir in Antaiji. Der gibt Tipps für Leute, die Mönch werden wollen. Ne? An dich, der du Mönch werden willst, heißt das Kapitel. Und er schreibt da unter anderem, von Anfang an wirst du dir im Klaren darüber sein müssen, dass jeder Meister nur ein Mensch und keinesfalls perfekt ist. Wichtig ist deine eigene Übung, deren Ziel sein muss, dem unvollkommenen Meister auf so vollkommene Weise wie möglich zu folgen. Wenn du deinem Meister auf diese Weise folgst, dann ist die Übung die Grundlage, auf der du dir selbst folgst. Deshalb sagt Dogen Zenji, und jetzt folgen 2 Zitate aus dem Shobogenso, das erste kurze aus dem Genjo-Koan und dann ein längeres aus einem Kapitel mit dem Titel Jisho Sammai. Zunächst, dem Buddha-Weg folgen bedeutet, sich selbst zu folgen. Ein berühmtes Zitat aus dem Genjo-Koan. Und es geht dann auch noch weiter, sich selbst folgen bedeutet sich selbst vergessen, was auch wichtig ist. Ne? Und dann das längere Zitat aus dem Jisho Sammai. Dem Meister zu folgen, den Sutras zu folgen, all das bedeutet, sich selbst zu folgen. Die Sutren sind die Schrift deiner selbst. Der Meister ist der Meister deiner selbst. Wenn du eine lange Wanderschaft unternimmst, um nach Meistern zu suchen, dann machst du damit eine lange Wanderschaft auf der Suche nach dir selbst. Wenn du 100 Gräser pflückst, pflückst du 100-mal dich selbst. Wenn du auf 10.000 Bäume kletterst, kletterst du 10.000-mal auf dich selbst. Verstehe, dass, wenn du auf diese Weise übst, du nicht als dich selbst ausübst, du nichts als dich selbst ausübst. Wenn du so übend verstehst,
wirst du von dir selbst ablassen und dadurch dich selbst erst wirklich zu schmecken bekommen. Das ist das Zitat aus dem Jisho Sammai. Ne? Also ich werde einen Link zur Homepage von Antaiji setzen, wo ihr das nochmal alles nachlesen könnt. Und der Uchiyama sagt da noch ein bisschen was dazu. Dass es wichtig für die Übung ist, einen Meister zu finden, wird oft gesagt. Aber wer ist es eigentlich, der entscheidet, wer der richtige Meister ist? Entscheidest du es nicht letztlich mit dem Maßstab deiner eigenen Gedanken, das heißt deinem Ego? Solange du nach dem Meister außerhalb deiner eigenen Übung suchst, wirst du damit nur dein eigenes Ego aufblähen. Der Meister existiert nicht außerhalb deiner selbst. Das Sazen, in dem du selbst zu dir selbst wirst, ist der Meister. Das bedeutet die Sazen-Übung, in der du deine Gedanken wirklich loslässt. Heißt das, dass es reicht, wenn wir ohne einen Meister einfach alleine Sazen machen? Fragt Uchiyama hier selbst und antwortet: Nein, auf keinen Fall. Dogen Zenji sagt ja selbst im Anschluss an das obige Zitat aus dem Jisho Sammai: Wenn du hörst, dass du dich selbst schmeckst und dadurch dich selbst zu dir selbst erwachst, dann schließt du vielleicht überstürzt, dass du für dich alleine lernen solltest, ohne den Weg von einem Meister gewiesen zu bekommen. Das ist ein großer Fehler. Zu glauben, wir könnten uns auch ohne einen Meister selber befreien, ist eine fälschliche Meinung, die auf die Naturalismus-Philosophie Indiens zurückgeht. Und dann sagt Uchiyama noch einmal: Wenn du ohne einen Meister für dich alleine übst, wirst du letztlich einfach nur das tun, was dir gerade in den Sinn kommt. Aber das hat mit dem Buddha-Weg nichts zu tun. Da es eine wichtige Frage ist, geht es morgen weiter. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ich lese die Frage noch ein bisschen weiter vor, denn ich war gestern noch gar nicht am Ende angelangt. Wie drückt sich dies in der heutigen Zeit, vor allem der westlichen Welt, aus, in der die Robe des Buddhismus oft als ein exotischer Freischein für moralische Überlegung entfremdet wird? Also wenn ich mir meine eigenen Videos im Nachhinein angucke, bin ich oft überrascht, wie schlecht ich dabei bin, mich selbst zu artikulieren und wie fehlerhaft mein Deutsch ist. Und oft kommt das, was ich mir hier oben gedacht habe, ganz anders raus aus meinem Mund, und ihr, die ihr mir zuschaut, wenn ihr schon länger dabei seid, habt euch wahrscheinlich schon daran gewöhnt, dass man da manchmal ein bisschen mitdenken muss, ne? Was meint denn der jetzt? Ne? Der meint da wahrscheinlich ein ganz anderes Wort. Ne? Insofern sollte ich auch nicht allzu pingelig sein mit den Fragen. Ne? Als ich das hier gelesen habe, Buddhismus als exotischer Freischein für moralische Überlegung, fragte ich mich, ist hier gemeint, dass Buddhismus wirklich ein Freischein für moralische Überlegung ist? Das wäre ja eigentlich nichts Schlechtes, ne? Dass jemand die Tatsache, dass er sich als Buddhist versteht und diesen Weg geht, auch als eine Motivation versteht, sich moralische Überlegungen zu machen. Oder ist in Wirklichkeit gemeint moralische Überlegenheit? Man hört ja oft, dass gesagt wird, ja, im Christentum, da ist der Mensch die Krone der Natur, der Welt, und alles unter ihm, das kann er benutzen, wie er will. Ne? Also es heißt, du sollst nicht töten, aber Tiere kann man schon töten. Und wenn man fastet, dann isst man halt Fische. Ne? Und Umweltschutz, naja, im Christentum auch nicht so berühmt. Denn wie gesagt, wir sind ja die Krone der Schöpfung. Und Kreuzzüge natürlich. Ne? Der eine Monotheist haut dem anderen Monotheisten die Schädel ein. Ne? Und wir Buddhisten fühlen uns da ganz überlegen. Ne? Kreuzzüge gibt es doch nicht. Ne? Und wir denken nicht nur an die Menschheit, sondern an alle fühlenden Wesen.
Wir haben ein Herz für Tiere, selbst für die Fische noch, ne? Wenn man das sich aber mal ganz genau anguckt, was da so passiert ist in der Geschichte des Buddhismus, dann wird man feststellen, ne, dass da auch viel Legenden erzählt werden, ne, und überall, ne, wenn man da so ein bisschen guckt, was hinter den Kulissen läuft oder gelaufen ist, dann findet man auch im Buddhismus einiges, ne? Insofern, Buddhismus sollte kein Freischein dafür sein, sich moralisch überlegen zu fühlen. Oder vielleicht ist ja auch gemeint, ein Freischein von der moralischen Überlegung, ne? Ich bin Buddhist, ich habe mich befreit aus diesem traditionellen, reaktionären, christlichen Wertedenken. Ich bin Non-Dualist und jenseits von Gut und Böse, ne? Also ich weiß nicht genau, was der Fragesteller hier meint, aber ich glaube, dass ich genau weiß, was er ungefähr meint. Nämlich, ein Lehrer mag wichtig sein, aber wie erkenne ich besonders heute im Westen, ob ein Lehrer wirklich ein authentischer Lehrer ist und nicht einfach nur ein faules Ei, ein Scharlatan? Wie unterscheide ich die Scharlatane, die so sprechen, als wären sie erleuchtet, die das alles gut drauf haben, ne, dieses New Age-Gerede, von einem, der wirklich diesen Weg geht, ne, mit Leib und Seele und der auch was zu lehren hat. Wer entscheidet das? Wie entscheide ich das? Ne? Und am Ende heißt es dann, ich würde mich sehr über eine Antwort freuen, frage aus voller Aufrichtigkeit und bedanke mich für die ehrlichen Beiträge. Also vielleicht mal erstmal ein paar Worte zur Situation in Japan. Darüber habe ich auch im Vorwort von Penetré und ich, dem Buch von Hitoshi Nagai, das ich ja übersetzt habe und das Anfang April rausgekommen ist. Ne? Ich habe da ein längeres Vorwort und ein ziemlich langes Nachwort geschrieben. Ne? Und in dem Vorwort ging es auch um die Verunsicherung in der japanischen Gesellschaft vor 25 Jahren, als ein buddhistisch und auch teilweise hinduistisch angehauchter Kult, die hießen auf Japanisch Ome Shinrikyo, buchstabiert mit lateinischen Buchstaben wird es in der Regel Aume Shinrikyo. Ne? Ich werde da einen Link zu Wikipedia setzen und ihr findet da wahrscheinlich viel Material im Internet, falls ihr noch nie was davon gehört habt. Also vor 25 Jahren war der Kult, oder genau genommen 26 Jahren, ne, das war im Frühjahr 1995, ne, dass ein Giftgasanschlag in der U-Bahn von Tokio verübt wurde. Ne. Zuerst wusste man für einen ganzen Monat oder so nicht, wer das gewesen sein könnte. Ne. Gerüchteweise, ne, wurde da schon gemunkelt, na, waren das vielleicht die Ohm-Leute, ne? Aber dann waren auch viele, einen Monat lang, die gesagt haben, um Gottes Willen, ne? Die sind vielleicht ein bisschen verrückt, aber das sind ernsthafte buddhistische Praktizierende. Vergleich die mal mit den Mönchen in den Zen-Klöstern. Ne? Die Mönche in den Zen-Klöstern, die wollen doch nur ganz schnell ihre Lizenz haben und dann schnell zurück in den Tempel vom Papa, damit sie da Geld machen können mit den Zeremonien. Und Ome, die Leute in diesem sogenannten Kult, ne, denen ist das wirklich ernst mit dem Buddhismus. Ne? Und für die ist Erleuchtung kein Quatsch, sondern die wollen erleuchtet werden in diesem Leben und nicht nur einmal ein kleines Kensho, sondern die kennen sich auch aus mit den 4 Stufen der Erleuchtung und die glauben natürlich anders als viele japanische Buddhisten an die Wiedergeburt. Ne? Und das waren viele junge Leute, ne? Es waren ungefähr 10.000 oder so Anhänger, die hatten, ne? Und viele von den besten Universitäten. Die schliefen nachts nur 3 Stunden und machten harte Übungen. Ne? Die stiegen in kochendes Wasser, also kochendes übertrieben, 50 Grad heißes Wasser. Manche ließen sich in einer Höhle einbuddeln und kamen nur mit einem Minimum von Sauerstoff 2 Wochen lang in dieser Höhle aus.
Also sie haben ganz verrückte Sachen gemacht, eben weil sie nicht nur irgendwie, ne, also im Hier und Jetzt sein wollten, sondern die wollten wirklich Nirvana erlangen. Ne? Und es hieß, dass der Anführer, der nannte sich Asahara Shoko, der hatte das Nirvana erlangt. Ne? Der war in Indien bei Gurus und der war auch in Tibet und hatte den Dalai Lama getroffen und man konnte ihn auch sehen in dem Foto mit dem Dalai Lama, und der Dalai Lama hatte ihm angeblich irgendwann mal in den 80ern gesagt, in Japan ist der Buddhismus ausgestorben, aber du bist derjenige, der den Japanern jetzt den wahren Buddhismus lehren wird. Ne? Und das hatte er sich vorgenommen. Und irgendwann in den 90ern, da mischte sich noch so ein seltsames Weltuntergangsgedankengebäude da in die Lehre. Ne? Also irgendwann hieß es bei denen dann, ähnlich wie auch im Neuen Testament, der Weltuntergang ist nah, das Ende der Welt ist nah. Ne? Und offenbar kamen die dann irgendwann auf die Idee, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen nachhelfen beim Weltuntergang. Ne? Und schon vor diesem Giftanschlag, es gab Leute, die einfach verschwunden sind. Ne? Und später stellte man fest, die wurden einfach umgebracht. Ne? Zum Teil Anhänger, die den Kult verlassen wollten, oder umstehende Familienangehörige, die versuchten, ihre Familienangehörigen rauszubringen aus dem Kult. Ne? Die wurden einfach um die Ecke gebracht. Ne? Und die Frage ist natürlich, wie war das möglich? Eine Frage, auf die ich heute wahrscheinlich nicht antworten kann, ne? Aber morgen komme ich darauf zurück, ne? Und dann auch endlich auf die Frage zu sprechen, und wie ist es bei uns im Westen heute, 2021, wie unterscheide ich einen Zen-Meister von einem, der sich nur so nennt? Gute Frage. Bis morgen. Tschüss. Und ich habe gesprochen über diesen Kult in Japan, der vor 25 Jahren einen Giftanschlag in der U-Bahn in Tokio verübte. Es waren, glaube ich, 12 oder so, die dann geschnappt wurden, also alles Mitglieder dieses Kults, und die dann die Todesstrafe bekommen haben, die inzwischen, ich glaube, alle nicht mehr am Leben sind. Bis auf einen, der als allererstes gestanden hatte, ne? Der hat dann lebenslänglich bekommen. Ein Arzt. Ne? Und es wurde dann immer wieder gefragt, ja, wie war das möglich? Ne? Das waren doch alles ernsthafte junge Menschen aus den besten Universitäten. Wie konnten die sich von so einem Scharlatan an der Nase herumführen lassen? Ne? Und ich glaube, in dem Jargon dieses Kults hieß das Mahamudra. Ne? Das muss ein Begriff aus dem tibetischen Buddhismus sein. Und die verstanden das so wie im Zen manchmal ein Koan. Ne? Der Meister stellt einen vor eine Aufgabe, wo man mit dualistischem Gut- und Schlecht-Denken nicht weiterkommt. Man muss dazu vollkommen das Ego aufgeben, um diese Aufgabe zu erfüllen. Ne? Wenn dir der Meister sagt, zum Beispiel, du musst den hier umbringen, das ist natürlich gegen alles, was der Buddha gesagt hat, aber vielleicht tut es der Meister ja nur, um mir zu helfen, mein Ego loszulassen. Ne? Beziehungsweise die Ohm-Leute, die glaubten ja auch alle an Wiedergeburt. Jemanden umbringen bedeutet ja nicht, dass man den für immer aus der Welt befördert, sondern man beschleunigt ja nur die Wiedergeburt. Ne? Man schubst den so ein bisschen an auf der Reise von diesem Leben zum nächsten Leben. Und wenn das jemand aus dem Ohm-Kult macht, ein Praktizierender, das bedeutet ja gutes Karma für den, der da umgebracht wird. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit der Katze war, die vom Nansen getötet wurde. Ne? Ich habe nie einen Zen-Meister darüber spekulieren hören, dass das vielleicht gut gewesen sein könnte für deren nächstes Leben, ne? Dass ein Zen-Meister die am Kragen gepackt hat und in zwei geschnitten hat. Aber das war genau die Logik der Ohm-Leute. Ne? Wir befördern die Leute ja nicht ins Jenseits, sondern wir
ermöglichen denen dadurch, dass wir sie umbringen, eine bessere Wiedergeburt. Ne? In diesem Leben haben die nichts gemacht als diesen Kult oder unsere Schule, ne? Diese wahre Schule vom Buddhismus zu stören. Die haben nichts als Unfrieden gestiftet und wir helfen denen, ihr Karma zu verbessern und im nächsten Leben in einer besseren Form wiedergeboren zu werden. Ne? Ziemlich durchgeknallt, aber viele haben das tatsächlich geglaubt. Ne? Und als es dann hieß, lasst uns Giftgas freisetzen in der U-Bahn, da haben das offenbar auch viele verstanden als Mahamudra. Ne? Und okay, jetzt zum Westen. Ne? Also im Westen gibt es, glaube ich, vermutlich niemand, der so durchgeknallt wäre wie der Asahara Shoko, will ich zumindest nicht hoffen. Ne? Aber da gibt es natürlich auch immer wieder Machtmissbrauch und das typische Beispiel. Wenn du mein Schüler sein willst, dann knie dich hin und blas mir erstmal ein. Und wenn du dann sagst, nee, darauf habe ich eigentlich keine Lust, dann heißt es, du bist ja immer noch in deinem altmodischen christlichen Moralvorstellungen verfangen. Ne? Oder wenn du dem Meister sagst, ja, was du da so tust, ne? Ich sehe da Widersprüche zu dem, was ich von anderen gehört habe oder was ich in Büchern gelesen habe und nicht nur das. Ich habe das Gefühl, dass du dir selbst widersprichst. Das, was du uns so immer erzählst und das, was du selber tust, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wie kommt denn das? Und dann bekommst du zu hören, du denkst ja noch so dualistisch. Du denkst ja noch in diesen Kategorien von gut und schlecht. Lass los, ne? Lass los davon. Wenn einem das passiert, woran erkennt man, dass es Zeit ist zu gehen und dass das nicht Mahamudra ist oder ein Koan oder was auch immer, sondern dass da ein Lehrer oder Meister oder was auch immer tatsächlich seine Machtposition missbraucht? Wo ziehe ich die Grenze? Ne? Und ich habe jetzt einfach mal probeweise bei YouTube eine Suche gemacht nach Zen-Meistern. Ne? Und je nachdem, also YouTube weiß ja, was ihr euch so gewöhnlich anguckt. Ne? Wahrscheinlich hängt das Ergebnis dieser Suche auch von dem ab, was du dir sonst so anguckst. Ne? Aber Zen-Meister, da kommt bei mir einiges hoch, ne, was mir der YouTube vorschlägt. Ne. Da gibt es einen Zen-Meister so und so, bei dem Zen-Meister schon fast der Teil des Namens ist. Ne. Also Zen-Meister ist Teil des Kanalnamens. Ne. Der erzählt da was über die Kraftmitte und so weiter. Ein anderer Zen-Meister, bei dem gehört das auch zum Kanalnamen, der spricht über das Geheimnis des Zen-Buddhismus. Wieder ein anderer spricht über die Befreiung vom Denkzwang. Ne? Dann gibt es Zen-Meister, die irgendwo in einer Diskussionsrunde sitzen, beim Skobel zum Beispiel. Ne? Also alle möglichen. Worauf ich da jetzt zunächst mal gucken würde, ist, ne, von wem werden die Zen-Meister genannt? Und wenn die sich selber Zen-Meister nennen, dann wäre ich schon mal vorsichtig. Ne? Das ist so, als würde jemand sagen, ich bin der Giant Bazooka Gun oder so. Ne? Wenn du das nötig hast, dich selbst so zu nennen, oder hier der tolle Hecht Muho, ne? ist es was anderes, ob dich andere so nennen, ob die andere sagen, wow, das ist echt gut, dass ich dir begegnet bin, denn du hast mir viel gegeben. Oder ob du von dir selber sozusagen dieses Versprechen machen musst. Hier, ich bin ein Zen-Meister. Ne?
Also es muss kein sicheres Zeichen sein, dass das ein Scharlatan ist, aber ich wäre da zum Beispiel schon mal dann ein bisschen skeptisch, ne? Wenn jemand das sozusagen schon auf der Schulter trägt, hier Zen-Meister so und so. Und jetzt einer von den Zen-Meistern, der hier mir vorgeschlagen wird, das ist einer, auf den ich aufmerksam wurde, kurz nachdem ich zum Abt von Antaiji berufen wurde. Ne? Das war 2002 und 2004 lief ja diese Dokumentation beim WDR und in verschiedenen anderen dritten Programmen, der Abt von Antaiji. Dreiviertelstunde Dokumentarfilm, und das ist auch der Dokumentarfilm, in dem ich sage, was ich erkannt habe, ist, dass alle meine Fragen an mich selbst gerichtet sind. Und meine Aufgabe als Abt ist nicht, die Antworten für andere zu geben, sondern auch die anderen zu der Erkenntnis zu führen, dass sie selbst ihre eigene Frage stellen müssen, diese Frage leben und beantworten müssen. Ne? Und das hatte offenbar ein Schüler von einem dieser selbsternannten Zen-Meister gesehen, und der schickte mir ein Buch seines Meisters mit der Empfehlung, ich solle das doch mal lesen. Denn darin würden vielleicht meine Fragen beantwortet werden. Ne? Ich habe diesen Film gesehen und du machst schon seit fast 20 Jahren Zazen und hast offenbar immer noch Fragen. Ich kann dir helfen, beziehungsweise mein Meister kann dir helfen. Schrieb er mir. Ne? Er hatte das offenbar nicht ganz verstanden, wie ich das gemeint hatte mit den Fragen, die man sich selbst stellt. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und war überrascht, dass sich dieser Meister, dieser deutsche Meister, auf die Dharma-Übertragung eines ursprünglich französischen Mönches berief, der einmal in den späten 60ern und frühen 70er Jahren in Antaiji gewesen war. Ne? Er nannte den Soji Enku, was sehr japanisch klingt, ne? Aber in Antaiji ist er bekannt als François Vialet. Ne? Also in Antaiji hieß er immer Vialet, Vialet. Ne? Uchiyama nannte ihn Vialet-san. Obwohl er ordiniert hatte, und da bekam er den Namen Soji Enku. Also Soji Enku ist nicht falsch. Über den findet man auch was auf Wikipedia. Ne? Da wird er Philosoph, Autor und Kenner des Zen genannt. Ne? Und wenn der noch lebende deutsche Zen-Meister ein Dharma-Nachfolger sein soll, und auch das wurde zeitweise bei Wikipedia behauptet, ne, dann müsste ja auch der Vialet Dharma-Übertragung haben. Ne? Danach wurde ich auch von verschiedenen Seiten manchmal gefragt, wie ist denn das mit diesem Soji Enku, wer ist denn das überhaupt? Und hatten der wirklich Dharma-Übertragung gehabt? Ne? Eine Frage, auf die ich morgen dann gleich nochmal kurz zurückkomme, und dann geht es weiter mit der eigentlichen Frage. Wie unterscheidet man die wahren Meister von den falschen? Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Hallo, gestern sprach ich über François Albert Vialet, einen gebürtigen Franzosen, der aber auch in Kyoto beim Uchiyama Zen studiert hat. Ne? Also ich glaube, er war immer nur Wochen- oder Monateweise da. Ne? Also er war nicht wirklich lange am Stück da, aber er hat als Mönch tatsächlich ordiniert. Er ist 1908 geboren, das heißt, er war da schon über 60. Ne? Und er ist dann 77 in Frankfurt, wo er eine Zen-Gruppe hatte, gestorben. Er hat verschiedene Bücher auf Deutsch geschrieben in den 70ern, als es noch nicht so viele Bücher gab. Ne? Und auch von Uchiyama ein oder zwei übersetzt. Das ist eins von denen. Ne? Weg zum Selbst. Vermutlich hat er die aus dem Englischen übersetzt. Ich bezweifle, dass er so gut Japanisch konnte. Und wie gesagt, wenn er Dharma-Übertragung gehabt hätte vom Uchiyama, dann hätten das die Mönche im Antaiji gewusst, beziehungsweise bin dem Uchiyama auch mehrmals begegnet. Ne? Und er hat
Auch manchmal vom Viale gesprochen, aber ein Meister oder ein Dharma-Nachfolger hat ihn nie genannt. Ne? Also das halte ich für unwahrscheinlich. Ne? Was natürlich sein kann, ist das Folgende. Ne? Also der Viale hat ursprünglich beim Deshimaru angefangen mit Zen, dann ist er aber nach Japan gegangen, weil er offenbar nicht ganz zufrieden war. Er traf den Uchiyama. Und weder hatte der Deshimaru eine allzu hohe Meinung vom Uchiyama, als umgekehrt. Ne? Die beiden mochten sich nicht allzu sehr. Ne? Und es kann natürlich sein, dass der Uchiyama, als der Viale sich auf den Nachhauseweg machte, zurück nach Europa, dem Viale gesagt hat, du musst jetzt den Europäern mal wahres Sazen zeigen. Ne? Was der Deshimaru da macht, das ist nur eine Show. Ich weiß nicht, ob der Uchiyama das gesagt hat, aber es könnte sein, dass er sowas gesagt hat. Ne? Und dass der Viale das so ein bisschen als einen Missionsauftrag verstanden hat. Oh, ich stehe jetzt hier auf der gleichen Stufe wie Deshimaru. Ne? Und der Deshimaru macht sein Ding in Paris und ich mache jetzt in Frankfurt mal die Konkurrenz auf. Ne? Keine Ahnung. Ne? Und was der Viale seinen Schülern gesagt hat, weiß ich auch nicht. Aber ich bin einigen von denen begegnet. Also es gibt 3 oder genau genommen 6, ne, 6 italienische Praktizierende, die vor 20, ja mehr als das, ne, 30, 40, vor 40 Jahren nach Antaji kamen, kurz nach dem Tod von Viale. Die hatten mit dem praktiziert. Ne? Und dann gab es die Anita in Frankfurt, die, glaube ich, das Dojo weitergeleitet hat. Die war auch mehrmals im Antaiji und weder von den Italienern noch der Anita bin ich selber nicht direkt begegnet, ne? Aber weder gerüchteweise von der Anita noch direkt von den Italienern habe ich jemals was von diesem sogenannten Zen-Meister in Deutschland, der angeblich der einzige Dharma-Nachfolger von Soji Enku sein soll, gehört. Ne? Also sowas sollte einen etwas stutzig machen, ne? Wenn einer sich selbst Zen-Meister nennt, aber dann nicht ja erklären kann, wo diese Dharma-Nachfolge herkommen kann, ne? Beziehungsweise das wird durch nichts gestützt. Ne? Aber okay, also angenommen, einer meiner Zuschauer schaut sich jetzt ebenfalls bei YouTube diese Zen-Meister an, ne? Macht eine Suche, guckt sich das an und ist sich immer noch nicht sicher, welcher von den Zen-Meistern da ist echt. Ne? Also zum Beispiel der, über den ich jetzt immer wieder gesprochen habe. Ne? Es ist, glaube ich, sogar dieses Video Befreiung vom Denkzwang. Ne? Befreiung vom Denkzwang klingt zwar ganz schön, aber es kann auch ein Zwang zum Nichtdenken sein. Ne? Du folgst mir und stellst keine Fragen. Das kann auch damit gemeint sein. Ne? Wenn man sich jetzt die Kommentare anguckt, da schreibt einer: Ja, Meister, aus eigener Erfahrung über viele Jahre weiß ich, dass du die Wahrheit sprichst. Doppeltes Ausrufezeichen. Nur jene Menschen, die sich auf den Weg der inneren Stille machen, können das Denken beherrschen lernen und in mystische Welt eintreten. Doppeltes Ausrufezeichen. Nur eine Stunde Meditation am Tag reicht aber dafür nicht aus. Doppelte Ausrufezeichen. Ich danke dir, Meister, und ich segne alle deine Wege herzlich. Ich, doppeltes Ausrufezeichen. Und gleich darunter, danke, 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 3 Ausrufezeichen. Für mein Gefühl riecht das dann doch ein bisschen nach Sekte, ne? Wobei umgekehrt es halt dann ja Leute gibt, die da glauben, ihren Meister gefunden zu haben, ne? Und wenn du jetzt einer von denen bist, die einen Meister vor sich haben und du hast das Gefühl, das macht eigentlich schon Sinn, was der sagt, aber
irgendwie riecht es manchmal auch ein bisschen komisch. Und der Meister macht auch nicht nur manchmal was ganz anderes, als was er sagt, sondern er macht eigentlich die ganze Zeit ganz was anderes, als was er sagt. Ne? Dann solltest du dich vielleicht auf den Weg machen, ein bisschen Recherchen machen. Zum Beispiel im Internet googeln, was da so geschrieben wird über die Leute. Du googelst den Namen und tust Kritik zum Beispiel dazu. Meister so und so, Kritik. Meister so und so, Skandal. Und wenn da alles Mögliche hochkommt, ist das natürlich auch kein gutes Zeichen. Ne? Oder am 1. April habe ich ja diese Satire gemacht, ne? Wo ich mich so hingesetzt habe in der vollen Montur und zumindest ein oder zwei haben gesagt, ja, du siehst ja genau aus wie der Meister so und so. Ne? Außer, dass die das nicht ironisch meinen. Beziehungsweise manche von den Kommentaren, wenige, aber einige, die hielten das für echt, ne? Die haben ja das total abgenommen. Was mich ja überrascht und natürlich auch ein bisschen enttäuscht hat, dass das, was ich am 1. April als Aprilscherz gemacht habe, offenbar durchging bei manchen, ne? Als authentisches Zen-Meistertum. Da habe ich ja Links hingesetzt zum Tutte-Wachtmeister, ne, einem Schweden, der vor einigen Jahren das immer wieder gemacht hat, solche Persiflagen, ironisch. Ne? Und es gibt ich glaube in Österreich, einen, der nennt sich Unbuddhist. Der kommt so ein bisschen aus derselben Ecke, bloß dass er es ernsthaft meint. Buddhismus, Kritik. Aus einem vielleicht auch eher antikapitalistischen Standpunkt heraus, ne? Ist jetzt, ich habe es mir jetzt vor kurzem angeguckt, 2014 zum letzten Mal aktualisiert worden. Ne? Da läuft jetzt nicht mehr viel, ne? Aber da kannst du dich auch mal durchlesen, ne? Durchgucken. Ne? Vielleicht dem Schreiben, Matthias Steingras heißt der, ne? Ob der die Antwort, weiß ich nicht. Mein Verleger beim Anchor Verlag, der Guido, hat ja auch einen Blog, wo er einige Meister nennt, namentlich, die er nicht empfiehlt, von denen er ausdrücklich abrät. Natürlich, der Guido ist auch nur ein Mensch, der Steingras, der Unbuddhist, ist auch nur ein Mensch, die haben auch alle ihre Macken. Ne? Du könntest dich außerdem dann noch in Foren umgucken, ne? Also Buddhaland gibt es, ne? Wobei, gut, Foren, das ist genauso wie die Kommentarspalte bei mir, das sind alle möglichen Chaoten, die sich da zum Teil auch nur die Schädel einschlagen wollen. Oder die vielleicht auch schon Teil so eines Kults sind. Ne? Du könntest auch anfragen bei der Deutschen Buddhistischen Union. Ne? Natürlich, und das habe ich ja auch in dieser Videoserie schon gesagt, ne? In den Videos mit der ab Nummer 90 oder so. Ne? Wer garantiert denn, dass der Ethikrat der Deutschen Buddhistischen Union immer genau weiß, wer ein wahrer Meister ist und wer sich nur so nennt. Ne? Auch eine Frage, ne? Aber es ist ein bisschen so, wie wenn du in einer Ehekrise steckst und du bist dir nicht mehr sicher, ist das jetzt einfach auch eine Möglichkeit für mich, mal meine Ideale zu hinterfragen und vielleicht ein bisschen an mir zu arbeiten. Und ich habe jetzt erkannt, okay, mein Partner ist vielleicht nicht der tolle Mensch, für den ich ihn gehalten habe, aber ich bin ja auch vielleicht nicht so toll, ich bin ja auch nicht perfekt und vielleicht liegt es auch an mir, ein bisschen von meinem Ego loszulassen, ne? Und ein bisschen die Ansprüche herabzuschrauben. Ne? Das kann bei einer Ehekrise ein Lösungsweg sein, aber es kann auch sein, dass du tatsächlich schon seit Jahren missbraucht wurdest, entweder direkt körperlich oder emotional, und dir das nur nicht eingestehen willst. Ne? Und wenn du dir nicht sicher bist, ist das jetzt einfach nur eine Krise, durch die ich durch muss und das ist eine Gelegenheit, das Ego loszulassen, oder ist das tatsächlich Missbrauch? Ne? Frag andere, ne? Frag die Leute um dich herum, die dich kennen, die vielleicht auch die andere Person kennen. Bei der Ehe gibt es Eheberatung. Ne? Und im Zen, es gibt leider keine Lehrer-Schüler-Beratung, soweit ich es weiß. Ne? Aber es gibt wahrscheinlich schon, wenn du danach suchst, Ansprechpartner,
Sprechstellen. Ne? Also die buddhistische Gesellschaft in Berlin, die hat auch eine relativ ausführliche Homepage, wo man auch Warnungen findet vor Sekten, ne? Buddhistische Sekten. Gibt es, und es lohnt sich tatsächlich, die Augen offen zu halten, aber es gibt kein Patentrezept. Ne? Außer halt die Augen offen und guck dich um und frag dich auch ein bisschen, ne, herum, ne, was andere von dem oder der Meister oder Meisterin halten. Ne?